Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Ich habe nun schon so viele Videos über Kuba auf meinem Kanal, aber ich habe noch nie ein komplett eigenständiges Video zum Thema Reisevorbereitung bzw. Travel Guide gemacht. Also hier kommt es nun. Bevor wir jedoch starten, wenn du neu hier bist und meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch bitte. Mindestens einmal in der Woche, am Sonntag, kommt ein Video zum Thema Kuba. Also dann, klick jetzt auf Abonnieren. Ich danke dir. Okay, starten wir mit den Zahlen, Daten, Fakten. Kuba ist ein Inselstaat in der Karibik. Die Amtssprache ist Spanisch. In Kuba leben ca. 11 Millionen Einwohner und der Staatspräsident ist Miguel Díaz-Canel. Kuba ist eine Republik mit einem Einparteisystem. Der Peso ist die kubanische Währung. In Kuba gibt es 15 Provinzen und eine Sonderverwaltung oder ein Sonderverwaltungsgebiet außerhalb der Hauptinsel, also insgesamt 16 Provinzen. Das ist vergleichbar mit den Bundesländern in Deutschland. Außerdem gibt es noch 168 Municipios, die kann man mit den Landkreisen in Deutschland vergleichen. Havanna ist die Hauptstadt und auch die größte Stadt mit ca. 2 Millionen Einwohnern. Danach folgt Santiago de Cuba. Bevor man nach Kuba reist, sollte man wissen, dass es in Kuba einen Versorgungsmangel gibt. Dies betrifft auch Medikamente. In Kuba ist die Möglichkeit gegeben, sich zum Beispiel an Denguefieber anzustecken. Dengue wird durch Moskitos übertragen. Man benötigt also ausreichend Moskitospray. Zur Sicherheit auch noch Paracetamol, also fiebersenkende Mittel. Ansonsten allgemein Schmerzmittel, Verhütungsmittel und sonstige Dinge, die ihr in jeder anderen Reiseapotheke einpacken würdet. Hier bietet es sich dann auch an, bei der Abreise die Reiseapotheke vor Ort zu lassen. Oft werde ich gefragt, was man alles nach Kuba mitbringen könnte, um es als Trinkgeld oder kleines Geschenk dort zu lassen. Hier habe ich ein extra Video erstellt. Im Grunde kann man sagen, dass alles benötigt wird. Wenn man Platz im Koffer hat, dann nehmt mit, was geht. Kleidung, Süßigkeiten, Medikamente, Nahrung, Stifte, Hygieneartikel, alles, was man sich vorstellen kann und Transport möglich ist. Machen wir weiter mit der Einreise. Man benötigt einen Reisepass, der noch mindestens 6 Monate gültig ist. Man muss einen Rückflug nachweisen und man benötigt eine Unterkunftsadresse, zumindest für die erste Nacht. Über die Seite de Viajeros ist es online verpflichtend, eine Gesundheits- sowie Zollangabe zu machen. Hierzu habe ich ein extra Video online. Darüber hinaus benötigt man eine Touristenkarte. Hier empfehle ich euch, diese über meinen Link bei KubaBuddy zu kaufen. Es kostet euch keinen Cent mehr, aber ihr unterstützt mich durch den Kauf. Dann benötigt man noch eine Auslandskrankenversicherung, die nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein sollte. Auch hier habe ich eine Kooperation, nämlich mit der Ergo-Versicherung in Persona mit Mike Vaupel. Ruft ihn an oder schreibt ihm eine Mail mit dem Stichwort I Love Kuba. Und auch hier gilt, ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ihr unterstützt mich und meinen Kanal dadurch. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Danke euch. Thema Corona. Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine Impfnachweise mehr verlangt. Stichprobenartig werden Tests gemacht und wenn der Test positiv ausfällt, wird man isoliert. Es liegt also in der eigenen Verantwortung, sich vor der Reise zumindest mit einem Schnelltest zu testen, um eventuelle Folgen zu verhindern. Wenn wir gerade beim Thema Einreise sind, in der heutigen Zeit macht man gerne Fotos und Videos und so kann es schon mal sein, dass der ein oder andere eine Drohne hat, um tolle Luftaufnahmen zu machen. Die Einführung von Drohnen ist leider nicht erlaubt.
Soll heißen, dass diese am Flughafen abgenommen wird. Also die Drohne lieber zu Hause lassen. Es gibt ja mittlerweile 360-Grad-Kameras, mit denen man einen Fake-Drohnenshot simulieren kann. Zwar nicht ganz in der Höhe, aber mit 2, 3 Meter über dem Boden ist da mittlerweile schon was möglich. In Kuba hat man die Möglichkeit, im Hotel zu übernachten oder in einer Casa Particular. Hotels sind eher in Touristengegenden zu finden und speziell an den malerischen Stränden entlang. Casa Particulares findet man eigentlich in fast jeder Ortschaft. Hier übernachtet man in einem Zimmer, Haus oder Wohnung einer Privatperson und ist mittendrin im kubanischen Leben. Wer Kuba richtig kennenlernen möchte, muss in einer Casa Particular unterkommen. Diese kann man vorab online buchen, zum Beispiel über Airbnb oder auch direkt vor Ort. Im Regelfall sind sie weitaus günstiger als Hotels. Es gibt jedoch auch im Standard von bis, also absolute Low Class bis hin zur High Class. Zum Thema Geld in Kuba habe ich ein extra Video online, weswegen ich hier nur kurz darauf eingehe. In Kuba gibt es seit dem 01.01.2021 nur noch den kubanischen Peso. Vorher gab es 2 Währungen, den kubanischen Peso, also den CUP, und den konvertiblen Peso, also den CUC. Der CUC war angelehnt an den US-Dollar. Der CUC wurde aber auf eine Weise dennoch ersetzt. Nun gibt es die virtuelle Währung MLC, Moneda Libremente Convertible. In den sogenannten MLC-Geschäften kann man nur mit MLC-Geldkarten bezahlen. Touristen haben hier die Möglichkeit, mit einer Kreditkarte zu bezahlen. Der überwiegende Teil der Kubaner hat jedoch keinen Zugang zu den MLC-Geschäften, da sie kein entsprechendes Konto haben, beziehungsweise die Gelder, die dafür aufgewendet werden müssen, nicht tragbar sind. Lag der Peso offiziell bei einem Wert von 27 Peso für 1 Euro, bekommt man nun ca. 120 Peso für 1 Euro, da die kubanische Regierung den offiziellen Geldwert vorübergehend an den informellen Markt angepasst hat. Das hatte zur Folge, dass sich der informelle Markt weiter nach oben geschraubt hat. Mit Tag der Aufzeichnung bekommt man auf dem informellen Markt 148 Peso für 1 Euro. Die ganze Währungssituation entwertet mehr und mehr den Peso, wodurch die Kaufkraft der kubanischen Bevölkerung mehr und mehr schwindet. Für den Touristen wird der Urlaub dadurch immer günstiger. Wichtig ist, ausreichend Bargeld mitzunehmen. Ein zweischneidiges Schwert. Als Tourist hat man die Möglichkeit, eine 30-Tage-Prepaid-Karte zu kaufen. Diese nennt sich Cubacell Tour. Sie beinhaltet für 39 Euro 6 GB Datenvolumen, 100 Freiminuten und sowie 100 SMS. Diese können aus Kuba aus wieder aufgeladen werden. Für mehr Infos hierzu verlinke ich euch mal entsprechende Webseiten, wo ihr die Cubacell Tour SIM herbekommt. Das Mobilfunknetz ist in Kuba recht gut ausgebaut. Ich habe sogar am Strand von Siboney einen Livestream gemacht. Neben dem Mobilfunknetz gibt es auch Wi-Fi-Hotspots in ganz Kuba. Um diese zu nutzen, benötigt man Zeitvolumenkarten. Diese kann man in allen Telekommunikationsgeschäften kaufen, also Etexa-Shops. Für alle, die nicht die ganze Zeit erreichbar sein wollen und nur hin und wieder mal E-Mail checken oder ähnliches, ist diese Variante mehr als ausreichend. Die Transportmöglichkeiten oder die Transportsituation in Kuba ist aktuell etwas angespannt. Es herrscht ein Treibstoffmangel, weswegen ich nur Personen mit ausreichenden Spanischkenntnissen empfehlen würde, mit einem Mietwagen Kuba zu bereisen. Oft muss man nach Treibstoff suchen und sich durchfragen. Außerdem sind die Mietwagen in Kuba auch recht kostenintensiv und es gibt definitiv preisgünstigere Alternativen. Eine davon ist zum Beispiel die Buslinie Via Sul. Mit dem Bus kommt man in jede größere Stadt in Kuba
und die Preise sind sehr erschwinglich. Auch Züge fahren oder Taxis bzw. Privatmitnahmen sind möglich. Ich empfehle hier klar Via Azul. Die kubanische Küche hat seinen Ursprung in der afrikanischen und spanischen Küche. Hier hat sich ein entsprechender Mischmasch entwickelt. Wenn man in Kuba unterwegs ist und in ein Restaurant geht, kann es durchaus sein, dass Dinge auf der Speisekarte nicht verfügbar sind. Generell muss man hier auch zwischen Restaurants und Paladar unterscheiden. Restaurants sind staatlich geführte oder sind staatlich geführt, während Paladars Privatrestaurants sind. Hier gibt es in der Qualität himmelweite Unterschiede. Wenn ihr die Wahl habt, geht in ein Paladar. Kuba zählt weiterhin zu den sichersten Ländern Mittel- und Südamerikas. Das Reisen in kleinen Gruppen oder auch alleine ist gut möglich. Die Kriminalitätsrate ist sehr gering, da auch die Polizeipräsenz recht hoch ist. Es gibt Reisende, die möglichst ungeplant vorgehen und alles auf eigene Faust entdecken wollen. Es bietet sich aber manchmal auch an, Guides vor Ort aufzusuchen. Hier findet man einige auch über Instagram. Durch diese erhält man Zutritte zu Orte, die man sonst vielleicht gar nicht auf dem Schirm hätte. Und ja, sie können auch Insider-Tipps geben. Solltet ihr mehr wissen wollen, schreibt mich gerne über Instagram an. Nun haben wir soweit erstmal alle Dinge besprochen, die für eine Reise nach Kuba wichtig sind zu wissen. Haben euch Punkte gefehlt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann können wir uns dort weiter unterhalten. Ansonsten solltet ihr mit diesen Informationen bestens für die erste Reise nach Kuba vorbereitet sein. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr an Themen rund um Kuba interessiert seid. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, saludos, ciao.